You know, I'm excited about thinking about that song that the worship team sang at the end, Break Every Chain. Ich bin echt aufgeregt über dieses Lied, was das Worship Team am Ende gesungen hat, das Break Every Chain. And I didn't coordinate that ahead of time that they had picked that out. I actually saw it here on the music stand earlier this week. Ich habe das nicht im Vorhinein irgendwie koordiniert, dass sie das singen würden. Ich habe das jetzt erst gesehen, dass sie das singen. But it was actually something that I had on my heart as I was preparing the message for today. Das war aber sogar etwas, was ich auf dem Herzen hatte, als ich die Nachricht für heute vorbereitet habe. And you know, I don't know about you, but sometimes I want to change things. I want to see a change happen in my life. Ich weiß ja nicht, wie das für euch ist, aber manchmal will ich eine Veränderung sehen in meinem Leben. You know, and sometimes that's, I will talk more this morning about an inward change, but there's also sometimes the external changes. Wir werden heute noch mehr reden, auch über eine innerliche Veränderung, aber es gibt manchmal auch einfach äußerliche Veränderungen. Anybody cut their hair this week? Hat irgendwer diese Woche seine Haare gemacht? Yeah, you got a new hairstyle? Anybody buy a new shirt Hat or a irgendwer new ein neues blouse T-Shirt or gekauft oder jeans? eine neue Bluse? Yeah, yeah. Anybody wearing something new this morning? Hat Trying irgendwer was something new Neues out? an heute Morgen? Yeah. Yeah, are you pointing at your mom, Lila? Zeigst du gerade Zeigst auf du deine deine Mama an? Also du. Ah. Okay. Yeah. You know, so I remember that one time I really wanted to jog more. I wanted to be doing more training. Ich erinnere mich dran, einmal wollte ich unbedingt immer mehr joggen gehen und ich wollte mehr trainieren. And I knew that if I just was going to do this myself by jogging in my neighborhood, I would probably give up really quickly. Und ich wusste, dass wenn ich das einfach nur alleine versuche, einfach nur in der Nachbarschaft zu joggen, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell aufgeben. So I joined a sport club, a training club. Also bin ich einem Sportteam beigetreten, einem Trainingsteam. Not a team, but a fitness studio. So einem Fitnessstudio, okay. I joined a fitness studio. Ja. And I started going to the fitness studio, and that fitness studio actually had a really cool sauna. Ich habe also angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und dieses Fitnessstudio hatte eine tolle Sauna. And it had a really nice swimming pool. Und es gab auch ein tolles Schwimmbad. And I thought to myself, if I join a fitness studio and I have to spend money, then I'm going to go and I'm going to jog. Und ich dachte, ja, wenn ich schon in einem Fitnessstudio bin und da Geld ausgebe, dann werde ich auch hingehen und joggen. But then I quickly realized I was spending more time in the pool and the sauna than on the Aber dann ist mir schnell treadmill. aufgefallen, dass ich mehr Zeit im Schwimmbad verbracht habe und in der Sauna. You know, we always find a way to slip back into those same old routines and same old habits, don't Wir we? finden ganz einfach immer einen Weg, in diese alten Gewohnheiten zurückzurutschen. It's how we are as people. Das ist, wie wir sind als Menschen. We can make all of these great promises to ourselves. I'm going to do this different, and I'm going to change in this way, and I'm going to have a new start. Wir können uns selbst so viel versprechen. Ja, ich werde das ändern, ich werde das anders machen und ich werde einen neuen Start haben. And then after just a week, or even just a day, or maybe after a few weeks, we slip back into those old habits. Und dann nach einer Woche oder vielleicht sogar nur einem Tag oder ein paar Wochen rutschen wir dann doch zurück in unsere alten Gewohnheiten. And something that my wife and I talk about this a lot. Und meine Frau und ich reden sehr viel darüber. And she talks a lot to me. Und sie redet sehr viel mit mir. And then I talk to God a lot about that. Und dann rede ich eine Menge mit Gott darüber. That He would change her. Dass er sie ändert. No, that He would change me. Nein, dass er mich ändert. And that He would help change me in my thinking. Dass er mir hilft, dass ich mich ändere und meine Gedanken. And I notice that sometimes that I get frustrated about how my thoughts, that it's hard to change those thoughts, and those thoughts eventually become actions. Ich finde es manchmal so frustrierend, dass meine Gedanken da sind und ich versuche sie zu ändern, aber sie werden dann doch zu Aktionen, zu Taten. You know, every action really begins with a thought. Jede Tat beginnt mit einem Gedanken. That's really what makes us people. We're not just instinctive animals, but we think about things. Das ist, was uns zu Menschen macht. Wir sind nicht nur instinktive Tiere, sondern wir denken über Dinge nach. And we dwell on things. Und wir brüten über Sachen. And we let it cook. Und wir lassen es kochen, köcheln. And then eventually what happens when water begins to boil? Und was passiert, wenn Wasser anfängt zu kochen? It comes out. Es kommt raus. And I've been thinking a lot about that and asking the Lord to really change me.
Und ich habe eine Menge darüber nachgedacht und ich habe den Herrn gebeten, mich zu ändern. And today and next week, we're going to be talking about this. Und diese und nächste Woche werden wir genau darüber reden. If you have your Bible, you could turn to Philippians chapter 4. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann könnt ihr Philipper 4, Kapitel 4 aufschlagen. If not, we'll show it in German on the screen, and I will read it in English. Auf Deutsch haben wir es da, er liest es auf Englisch. And we will also read out loud some of the verses in German. Und manche Verse werden wir auch auf Deutsch lesen. But in Philippians chapter 4, we find a very powerful set of verses. Im Philipper 4 finden wir eine sehr machtvolle Zusammensetzung von Versen. It says in chapter 4, beginning at verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. You could translate that. Es heißt, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. And then he says, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. And don't be anxious about anything. Don't be anxious about anything. Sorgt euch um nichts. Look at your neighbor and say, don't be anxious. Guckt euren Nachbarn an und sagt, sorgt euch um nichts. And now look at your neighbor and say, that's easier said than Und done. jetzt sagt zu eurem Nachbarn, das ist leichter gesagt als getan. Isn't that true? Ist es nicht wahr? We read these verses in the Bible and we get all excited. Don't be anxious. Wir lesen diese Sachen in der Bibel und wir sagen ganz aufgeregt, ja, sich um nichts sorgen. And when we're not anxious, we love to tell other people that verse. Und wenn wir uns selbst nicht sorgen, dann sagen wir anderen Menschen ganz sehr gerne, ach, sorgt euch nicht. But we're pointing the finger this way this morning. Aber heute Morgen wollen wir den Finger so rumhalten. Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. And then what's going to happen? What happens if we really live that out? Und was wird dann passieren, wenn wir das wirklich leben? Verse 7 tells us, it says, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. Vers 7 sagt uns, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. In Christ Jesus, as she just said. And verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ja, wie es da auch steht, ihr werdet... Nee, Moment. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Isn't that a nice thought? That whole list that Paul just gave us there, beautiful, pure, worthy. Ist es nicht eine schöne Liste, die er da gibt, rein und liebenswert und bewunderungswürdig? That's how I want to think. Das ist, wie ich denken möchte. That's how I want to live. Das ist, wie ich leben möchte. You know, and I think about when we look at what Paul is saying here, he's writing to a group of Christians. Und wenn wir uns angucken, was Paul hier sagt, er schreibt an eine Gruppe von Christen. He's writing to a group of people who've already received the gospel. Er schreibt Leuten, die das Evangelium schon angenommen haben. People who've already been walking with God for some time. Leute, die schon eine Zeit lang mit Jesus gegangen sind. And he's wanting to encourage them. Und er möchte sie ermutigen. He wants to help them to understand God better. Er will ihnen helfen, dass sie Gott besser verstehen. And that they understand themselves better. Und dass sie sich selbst besser verstehen. And that they understand the dynamic that happens amongst us as people. Und dass sie die Dynamik, die es zwischen Menschen gibt, auch besser verstehen. And he exhorts them or encourages them or instructs them, teaches them to put some things into practice or to develop some habits. Er ermahnt sie bzw. lehrt sie, dass sie manche Dinge ausführen. You know, when I was going to the fitness studio many years ago, Als ich also vor vielen Jahren da ins Fitnessstudio gegangen bin, I noticed that it took a couple of days to get over the initial pain, of when you first start working out. also es brauchte ein paar Tage, bis ich den ersten Muskelkater überwunden hatte.
And then it took several more weeks before I didn't really have to think about it, but it had become a habit. Und dann brauchte es noch ein paar Wochen mehr, bis es wirklich zu einer Gewohnheit geworden ist, dass ich nicht mehr drüber nachdenken musste. And when it became habit, I actually began to enjoy it. Und als es eine Gewohnheit wurde, da fing es auch an, mir Spaß zu machen. Because they also had the pool and the Weil sie sauna. natürlich auch das Schwimmbad hatten und die Sauna. That was like my reward at the Und das end. war die Belohnung am Ende. But, you know, there was this thing that happens in our lives that's called habits. Und es gibt diese Sache in unserem Leben, Gewohnheiten. You know, how many of you drink coffee every morning? Wie viele von euch trinken jeden Morgen Kaffee? How many of you drink 2 coffees Oder every sogar morning? 2 Kaffees? All right, we'll stop right there. Wir lassen es jetzt hier. But what about some other habits that we have? It might be, you know, that you go for a walk or that you have a certain routine. Aber was ist mit anderen Gewohnheiten, die wir haben? Vielleicht geht ihr spazieren oder ihr habt eine Routine. You know, psychologists tell us that if you do something for a good 30 days, at least for a month, several weeks in a row, that's how long it takes for it to become a habit. Psychologen erzählen uns, dass es 30 Tage, also mindestens ein paar Wochen bzw. einen Monat braucht, damit eine Sache eine Angewohnheit wird. And Paul is encouraging people here not just to develop some religious habits, but to develop new ways of thinking and living. Und Paulus ermutigt uns hier, dass wir nicht nur neue religiöse Angewohnheiten schaffen, sondern eine neue Art zu denken und zu leben. See, Christianity is not about just exchanging one way of doing something religious for another. Das Christentum ist nicht nur, da geht es nicht nur darum, eine religiöse Art zu leben mit einer anderen auszutauschen. But it is to believe the gospel that Jesus comes and lives inside of us, Aber es geht darum zu glauben an das Evangelium, dass Jesus kommt und in uns lebt and that he transforms us or changes us to be more like him. und dass er uns transformiert und ändert, dass wir mehr werden wie er. And so these habits that we are developing or these changes that develop within us So diese Angewohnheiten, die sich dann in uns entwickeln, diese Änderungen, is not just something that happens from our own strength. das ist nichts, was aus unserer eigenen Stärke passiert. But the Bible promises us that the Holy Spirit who lives within us will begin to change Die us. Bibel verspricht uns, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, anfangen wird, uns zu verändern. But it's also not just some lightning bolt that hits us as we're walking along. And Aber es ist auch nicht einfach nur der Blitz, der uns trifft, einfach während wir laufen. Paul says some very practical things to these people here. Nee, Paulus sagt ein paar wirklich praktisch anwendbare Sachen da. He says, rejoice in the Lord always. And this is the first point I want to make today. Und das ist der erste Punkt, den ich sagen will. Er sagt, freut euch im Herrn immer. And I think if we want this roof of peace over our lives, if we want to be covered by peace, we're going to need some good solid walls to Wenn hold it wir up. also dieses Dach des Friedens über uns wollen, wenn wir bedeckt sein wollen von Frieden, dann brauchen wir solide Wände um uns rum. And I've listed this first one is really building a wall of worship. Und das erste ist wirklich eine Mauer der Anbetung zu bauen. And really, when I think about rejoicing in the Lord, that's what I think about as of worship, is that I find joy in Him. I take pleasure in Him. Und wenn ich darüber nachdenke, freut euch im Herrn, da denke ich dann an Anbetung. Wir sollen uns freuen am Herrn. And what Paul's saying here is, what about I think he's encouraging us to develop a posture or an attitude of worship. Und ich denke, was Paulus uns hier sagt, was er uns vorschlägt, ist, dass wir eine Haltungsweise der Anbetung entwickeln. And that is saying that no matter what situation I find myself in, no matter what happens to me, Und das bedeutet, egal in was für einer Situation ich mich befinde oder was mir passiert, my true inner joy is not dependent on the circumstances around me. die wahre innere Freude, die ist nicht abhängig von den Umständen, in denen ich mich befinde. If I really trust Jesus and I really will find my joy in Him, then even when things go wrong, I still trust Him and I can still worship Him. Wenn ich wirklich meine Freude und mein Vertrauen in Jesus habe, dann werde ich selbst, egal was um mich herum passiert, immer noch das haben. Inner joy is much more than just happy clappy on the outside. Innere Freude ist sehr viel mehr als nur so ein Tamtam auf der Außenseite. Sehr gut. You know, I smile a lot, Ich lächle eine Menge and my wife says I frown a lot. und meine Frau sagt, ich runzle viel die Stirn.
And, I asked the Lord, I say, I really feel like sometimes I'm either yes, or I'm like, Und ich yeah. fühle mich, als ob ich oft einfach nur ja oder nein bin. But I think that's just the way that I am wired. Ich glaube, irgendwie bin ich halt so verkabelt. But I want the joy of the Lord to be there no matter what my situation is. Aber ich will die Freude des Herrn, dass sie da ist, egal in was für einer Situation ich bin. I want to encourage you to also build this wall of worship or rejoicing in the Lord so that it will hold up that roof of peace in your life. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch so eine Mauer der Anbetung oder der Freude im Herrn baut, sodass That it will hold up that roof of peace. dieses Dach des Friedens hochgehalten wird in eurem Leben. I think about how Paul says throughout the New Testament, we find examples of Paul rejoicing in the Lord even when really bad things happen to him. Im Neuen Testament finden wir ganz viele Beispiele von Paulus, wie er wirklich Freude im Herrn hat, selbst wenn um ihn herum wirklich alles schlecht ist. Even when the guy gets thrown in jail, he still finds a reason to worship. Sogar nachdem er ins Gefängnis geworfen wird, findet er immer noch einen Grund, Gott anzubeten. Amy showed me a video on YouTube this week, and the video was originally called "The Ugliest Woman in the World." Amy hat mir diese Woche ein Video gezeigt und das hieß ursprünglich die hässlichste Frau der Welt. And you know it. Sie kennt es. You've met her. Okay, no, I'm just kidding, Mike. But someone took a picture that they found on Facebook and they put it out there as the ugliest woman in the world. Jemand hat ein Foto auf Facebook gefunden und hat es gepostet als die hässlichste Frau der Welt. Actually, something very, very cruel. Das ist so grausam. Because this poor lady, she had a birth defect that had caused these things to make her face look the way she looked. Und diese arme Frau hat nämlich einen Defekt von Geburt an, dass ihr Gesicht so aussah. And she only had one eye. Und sie hatte nur ein Auge. But what's interesting is her response to this was she's now become a motivational speaker. Das Interessante ist, dass sie jetzt auch ein Motivationssprecher geworden ist. And I got to hear her speak in this video that Amy showed me. Und ich habe sie sprechen gehört in diesem Video, was Amy mir gezeigt hat. She began to encourage the crowd and say, sometimes there are advantages to even her disabilities. Und sie hat gesagt, ja, manchmal gibt es sogar Vorteile bei ihren Behinderungen. And she said, for example, I only have one eye. Zum Beispiel, ich habe nur ein Auge. That means that I can't see things on this side of me. Das bedeutet, ich kann keine Sachen auf der Seite sehen. And she said that's also a very positive thing Das sometimes. ist manchmal eine ganz schön positive Sache. She said especially if somebody is getting on my nerves, I just turn my head a little bit. Wenn jemand mir auf die Nerven geht, muss ich nur den Kopf ein bisschen drehen. She said if I can't see you, you don't exist. Wenn ich dich nicht sehen kann, existierst du nicht. And I thought what a positive way of looking at that situation. Was für eine positive Art und Weise, diese Situation anzusehen. If only we as Christians would begin to have that kind of an attitude. Wenn wir als Christen nur diese Einstellung hätten. If I can't see, if I would put my eye on the Lord and rejoice in Him, I can't see these things that are bad or that are negative. Wenn ich meine Augen auf den Herrn richten würde, dann würde ich nicht sehen, was schlecht ist an meinem Leben vielleicht. And if I can keep my focus on the Lord, I'm not distracted by those other things. Und wenn ich meine Augen und meinen Fokus auf den Herrn lege, dann bin ich nicht abgelenkt von diesen Dingen. And if I will rejoice in the Lord and focus on how beautiful and positive He is, it doesn't matter how dark and negative these other things are. Und wenn ich meine Freude und meinen Fokus am Herrn habe, dann ist es egal, wie schrecklich und wie negativ die Sachen dort sind, denn er ist positiv. And that begins to change not only how we are focused, Und das beginnt zu ändern, nicht nur wie wir uns fokussieren, auf was wir uns ausrichten, but it changes our attitude. sondern es ändert unsere Einstellung. And when our attitude is changed and our mood is changed, Und wenn unsere Einstellung und unsere Laune sich ändert, it changes our thinking patterns, dann werden unsere Denkmuster verändert and that changes our actions. und das verändert unsere Taten. And Paul goes on this in verse 5, he carries this on further and he says, "Let your gentleness be evident to all." Und Paulus macht weiter in Vers 5 und er sagt, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. When I think about the second wall that we need in our lives is not only this wall of rejoicing and this wall of worship.
Wenn ich darüber nachdenke, wir brauchen nicht nur eine Mauer der Anbetung, sondern wir brauchen auch but this wall of gentleness or friendliness and kindness. wir brauchen auch eine Mauer der Güte, der Herzlichkeit, der Freundlichkeit. And this is something that really we need to develop as a habit. Und das ist wirklich etwas, was wir als Angewohnheit entwickeln sollten. How do we respond to others? Wie antworten wir auf andere? Wie reagieren wir auf andere? Is it covered and coated in gentleness, Ist es überzogen von Freundlichkeit or is it rough and raw? oder ist es rau und unfreundlich? Yeah. And I'm not talking about just answering in a certain cultural way. Und es geht mir nicht nur darum, um eine bestimmte kulturelle Art. Because I know mean people in many Denn ich cultures. kenne gemeine Leute in einer Menge Kulturen. And I know friendly people in different Und ich cultures. kenne freundliche Leute in verschiedenen And we Kulturen. each understand that. Und wir alle verstehen das. Now, the degree of sugar might be different, Ja, der Grad des Zuckers könnte anders sein. but friendliness, kindness, and gentleness Aber Freundlichkeit, Herzlichkeit und Güte are values in all of our sind cultures. in jeder Kultur wert. And we need that. Paul is saying here, let our gentleness be evident to all. Und wir sehen, dass Paulus hier sagt, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich He's saying seid. that really our Christian lives should be marked by this. Er sagt, dass unsere christlichen Leben dadurch erkannt werden sollten. That we are people who have a habit of rejoicing, even Yes. when things don't go well. Dass wir die Angewohnheit haben, Freude zu haben, selbst wenn Dinge nicht gut sind. And that we also have a habit of responding in kindness and friendliness, even if we don't feel like it. Und dass wir auch antworten bzw. reagieren in einer Art der Freundlichkeit und Herzlichkeit, selbst wenn wir uns nicht danach fühlen. Now, sometimes that brings up the next question of like, how do I do that? How do I do something I don't feel like doing? Und das bringt natürlich die Frage auf, ja, wie mache ich das denn, wenn ich mich gar nicht danach fühle? You know, I really wrestled with that until I had kids. Ich habe echt damit gekämpft, bis ich Kinder hatte. Well, Amy had the kid, but Naja, Amy hatte die Kinder, aber but until we had children. bis wir Kinder hatten. And I can remember many times where I didn't feel like getting up in the middle of the night. Ich erinnere mich an viele Male, wo ich keine Lust hatte, mitten in der Nacht aufzustehen. And she might say, yeah, she knows because she got up. Und sie sagt, ja, ich weiß, denn sie ist aufgestanden. But not always, Aber nicht immer. right? Right, thank you. Stimmt das? Ja, sie nickt. But I can remember many times where I don't feel like being kind. I don't feel like being loving in that moment, but that child is dependent on it. Aber ich erinnere mich an viele Male, da habe ich mich nicht gefühlt nach freundlich sein, aber dieses Kind ist abhängig von mir. Maybe some of you that work in the medical field as nurses and doctors, maybe you can relate. Ja, viele von euch, die vielleicht im medizinischen Feld arbeiten als Ärzte oder Schwestern, die können sich sehr gut damit verknüpfen. Or teachers. Die können das sehr gut Teachers. nachvollziehen, die Lehrer auch. Yeah. But think about that, how we still expect teachers and nurses to still be kind to us, even Denkt when mal we're drüber mean. nach, wie wir immer noch erwarten, dass Lehrer und Schwestern und so weiter nett zu uns sind, selbst wenn wir gemein sind. But think about a world that needs to know Jesus, that's looking for people who are gentle and kind and Und jetzt friendly. denkt über eine Welt nach, voller Leute, die Jesus kennenlernen müssen und die brauchen Menschen, die freundlich sind und herzlich und gütig. It's not just a world that's out there, but there's a whole world right here that needs friendship, friendliness, kindness, Es ist nicht nur die Welt gentleness. da draußen, sondern es gibt auch gleich hier eine Welt, die das braucht, die Güte und die Freundlichkeit. You know, when I think about my thoughts, and sometimes I'll have a certain thought. Ich denke über meine Gedanken nach und manchmal habe ich einen bestimmten Gedanken. And maybe you think this is strange, but this is something that helps me. Und vielleicht denkt ihr, das ist seltsam, aber es ist etwas, was mir hilft. You know, Luther once said this. He said that he compared thoughts to birds. Martin Luther hat mal gesagt, er hat Gedanken mit Vögeln verglichen. He said that you can't stop the birds from flying over your head. Und er sagte, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen. It means you can't stop that you have these thoughts. Was bedeutet, du kannst nicht verhindern, dass du diese Gedanken hast. But you can prevent them from landing in your hair. Aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf ein Nest bauen. And I think the same thing about our thoughts. We can't stop and control that thoughts happen. Und es ist die gleiche Sache mit unseren Gedanken. Wir können nicht verhindern, dass diese Gedanken passieren, dass sie da sind. But we don't have to act on them. Aber wir müssen nicht ihnen Taten folgen lassen. One of the things that I
do. I mean, I honestly can't remember doing it in the last few months, but this is something that I'll often do with my thoughts. Das ist eine Sache, die ich öfters mal mache, jetzt in den letzten paar Monaten vielleicht nicht, aber ich habe es schon oft gemacht I mit will meinen Gedanken. I reach up and I grab my thoughts. Ich reiche nach oben und ich nehme die Gedanken I grab my thoughts and I throw them away. und ich nehme sie und ich werfe sie weg. I remember sitting at a red light somewhere over here near the Römerkreis, and I was doing this. Ich war an einer roten Ampel am Römerkreis und ich saß im Auto und ich habe immer so gemacht. I'm sure the person in the other car was going, Ich bin mir sicher, die Leute im anderen Auto dachten sich einfach nur. but I take that thought and I grab hold of it. Aber ich nehme diesen Gedanken und ich nehme ihn fest. Sometimes we have to do physical things to affect our inner thinking. Manchmal müssen wir einfach physische Sachen machen, um unser inneres Denken zu beeinflussen. But you know, when it all comes down to what Paul is saying here, Aber am Ende sagt Paulus, the peace of God that transcends all of our understanding ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. and that's what will guard our hearts and our minds. Das wird unser Herz beschützen und unseren Geist. Christian thought, Christian thinking, Christianity is not just some psychological mind over matter or learning new ways of dealing with a situation. Christliches Denken, das Christentum ist nicht einfach nur, dass man mit dem Gedanken den Körper kontrollieren kann, sondern das ist eine neue Art und Weise. What did you say, sorry? I didn't actually finish my thought. So. There we go. But it's actually being dependent on the Spirit of God to work a change in us. Sondern es ist, dass wir uns verlassen auf den Herrn, dass er uns verändert. We could beat ourselves up and punish ourselves and say, why do I keep making the same mistake and keep thinking the same thing? Wir können uns selbst bestrafen und uns ganz schwer machen und sagen, warum denke ich immer so? Or when we fall, we could go to Jesus and say, I need you, I need you, I need you. Oder wir können, wenn wir fallen, zu Jesus gehen und sagen, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. And we could apologize for Wir können whatever uns we did entschuldigen to whoever that was. bei der Person, wer auch immer es war. But I believe, as we talked about at the very beginning about that song, Break Every Chain, Aber ich glaube daran, wir haben ja am Anfang über dieses Lied geredet, Break Every Chain, brich jede Kette. I believe that God can change the way we think. He can change our thinking patterns. Ich glaube daran, dass Gott die Art und Weise, wie wir denken, verändern kann. But even as we're in the process of learning new ways of responding and dealing with our thoughts, Aber sogar während wir in diesem Prozess sind, zu lernen, wie wir mit diesen Gedanken umgehen und die verändern. He promises us the power to resist those thoughts and to still do the right thing. Da verspricht er uns die Kraft, diese Gedanken abzuwehren und die richtigen Sachen zu tun. And he promises to give us new habits and a new way. Und er verspricht uns neue Angewohnheiten und einen neuen Weg zu geben. You know, building this supporting wall of worship or a supporting wall of friendliness or gentleness. Wisst ihr, diese tragenden Mauern der Anbetung und der Freundlichkeit zu bauen, They're not built overnight. das ist keine Sache, die über Nacht geschehen kann. We don't change our behavior by just hearing one sermon. Wir verändern unser Verhalten nicht, weil wir eine Predigt gehört haben. But something supernatural can be started and built in our lives, and that only takes a moment. Aber etwas Übernatürliches kann anfangen, in unserem Leben gebaut zu werden. Und das braucht nur einen Moment. And that's what it is with God, with eternity. We make that touch with Him because He is spiritual and He makes a connection with Und das us. ist, wie es ist mit Gott und der Ewigkeit. Er ist Geist und deswegen verändert er uns. But we need to have that initial point where we say, God, I want to trust you and I want to move forward. Aber wir brauchen diesen Startpunkt, wo wir sagen, Gott, ich vertraue dir und ich möchte mich vorwärts bewegen. And I believe that for many of us today, that could be that moment to say, God, this is where, here's this point. Und ich glaube, dass für viele von uns heute dieser Punkt sein könnte, wo wir sagen, Herr, das ist jetzt genug. Es ist soweit.